Heute geht es um die Hubstützenanlage von Alco, besser gesagt von E&P, und ich würde sagen, die kann sich definitiv sehen lassen. Der Wagen steht nämlich hier freischwebend auf der hier verbauten Anlage. Diese Anlage, ja, die gibt es aktuell noch nicht zu kaufen, die haben wir ganz exklusiv von Alco, besser gesagt von E&P zur Verfügung gestellt bekommen, um diesen Prototypen während der Rallye Dakar auf Herz und Nieren zu testen. Weil während ihr gerade dieses Video anschaut, befinden wir uns in Saudi-Arabien mit genau diesem Fahrzeug und begleiten die Rallye Dakar Classic und testen nicht nur das Fahrzeug, sondern auch alle Ein- und Umbauten auf Herz und Nieren. Und ich möchte euch jetzt einfach mal mitnehmen und euch erklären und zeigen, was hier an dieser Hubstützenanlage so besonders ist. Weil wenn ihr mal unter das Fahrzeug schaut, vielleicht machst du mal gerade einen Schwenk nach links, dann erkennen wir haben hier einen Mercedes Sprinter mit Allradantrieb. Darüber hinaus ist der Wagen höher gelegt. Das können wir vielleicht gerade noch mal zeigen, wenn wir ein paar Schritte zurückgehen. Ja, gut, er ist jetzt freischwebend, aber wir haben hier eine extrem krasse Bodenfreiheit, auch wenn der Wagen auf dem Boden, besser gesagt, auf den Rädern steht. Und da trennt sich eben ganz schnell die Spreu vom Weizen, weil es kaum, besser gesagt, ja, gar keinen Anbieter gibt, der so extrem lange Zylinder in seiner Hubstützenanlage bietet. Darüber hinaus müssen ja diese Zylinder nicht nur lang, sondern eben auch extrem robust und stabil sein, um dieses wirklich auch schwere Fahrzeug hochheben zu können. Das Fahrzeug hat ein Gewicht von 3.448 Kilo im unbeladenen Zustand. Und ja, was es jetzt hier noch zu erzählen gibt, ist die Halterung zum Beispiel. Diese Halterung, die hat Alco speziell für uns, für Power Campers und unser Projekt angefertigt, also entwickelt, konstruiert, produziert und montiert. Also der lag nicht irgendwie im Regal, sondern den haben die speziell für unseren Weinsberg Expedition auf Mercedes Sprinter Basis gebaut. Ja, und den haben die jetzt nicht vor 5 Monaten gebaut, sondern den haben die wirklich kurz und knackig, ja, spontan entwickelt und eingebaut. Und das finde ich echt cool, weil es wenig Firmen gibt, die so flexibel sind, ja, in der heutigen Zeit. Und wie ihr sehen könnt, wir haben hier wirklich wenig Platz. Hier ist extrem eng. Wir haben hier hinten den Frischwassertank verbaut. Ja, man könnte die Stützen theoretisch nämlich auch hinten verbauen, geht aber nicht, weil wir da die Tanks haben. So, hier haben wir die Blattfeder, ja, und hier haben wir schon wieder den Rahmen und dann haben wir halt einfach keinen Platz mehr. Also die passen hier wirklich wie ausgemessen rein. Und was auch wie ausgemessen hier reinpasst, ist das Hydraulikaggregat, das meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr kompakt ist. Es gibt ja auch High-4-Stützen von Alco, da hast du 4 Aggregate. Das Besondere hier ist, wir haben nur ein Aggregat. Heißt, wir brauchen nicht 4-mal Platz, wir brauchen nur einmal Platz. Und diesen Halter, den haben die eben auch entsprechend für uns erstmal konstruieren und bauen müssen, damit dann das Aggregat hier auch eben reinpasst. Wir haben hier auch noch einen entsprechenden Schutz bekommen, ja, einmal vor Steinen, aber eben auch einen Hitzeschutz, vor allem wegen dem Auspuff. Und was es auch nochmal zu erwähnen gibt, ist, wir haben hier eine Notpumpe, also einen Handbetrieb, dass ich im schlimmsten Fall, wenn ich beispielsweise keinen Saft mehr in der Batterie habe, die Hubstütze auch wieder hochgepumpt bekomme. Ja, weil sonst steht der Wagen in der Luft, ja, oder auf Stützen und das bringt uns dann natürlich auch nichts. Ja, für wen ist jetzt eine Hubstützenanlage? Ganz einfach für alle, die einen angenehmen und gesunden Schlaf haben möchten. Weil wenn ihr keine Hubstützenanlage habt, dann steht euer Fahrzeug nicht gerade, sondern schräg oder ihr müsst immer auf die Keile fahren und das, ja, reicht halt meistens oder nicht immer aus, um den Wagen dann wirklich zu 100% ins Wasser zu bekommen. Und vor allem, wenn du dann abends irgendwo ankommst und dann im Dunkeln irgendwie auf Keile fahren musst, kann man machen, muss man nicht. Hier drücke ich aufs Knöpfchen, der Wagen richtet sich vollautomatisch aus, heißt, ich stehe gerade und der Riesenvorteil für mich, es wackelt nichts. Weil das darf man nicht unterschätzen, vor allem bei so einer Fahrzeugklasse. Wir haben den Wagen ja nochmal höher gelegt. Umso höher das Auto, umso mehr Bewegung in dem Wagen. Hier bewegt sich gar nichts. Ja? Der Wagen steht auf Stelzen, ja? Und dadurch stehen wir A gerade und B eben auch richtig sicher. Was es sonst noch zu erwähnen gibt, ist unsere Steuerung. Die ist nämlich in dem Fall kabellos. Wir haben hier ein Display, kann ich gerade mal einschalten. Wie gesagt, die Marke E&P Hydraulics gehört zu der Firma Alco. Dann habe ich jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise das Wiegesystem zu testen, die Bedienungsanleitung zu lesen oder beim Level-System eben die Stütze in den Automatik-Mode zu bringen, dass der Wagen sich eben automatisch ausrichtet oder Manual Mode, also manueller Modus, so wie ich es jetzt gemacht habe, um den Wagen hier, ja, einfach mal showmäßig in die Luft zu bringen. Ich habe es gerade schon kurz angesprochen, der Wagen, besser gesagt die Anlage, hat eine Wiegefunktion. Heißt, ich kann den Wagen auf alle 4 Stützen hochheben und dann errechnet das System das Fahrzeuggewicht.
Und das muss ich sagen, ist wirklich ziemlich genau. Also wir waren gestern im Steinbruch. Man erkennt es vielleicht hier noch so ein bisschen an ein paar Spritzern. Eins kann ich euch sagen, der Wagen war deutlich dreckiger. Wir blenden euch vielleicht auch gleich mal ein paar Bilder ein, weil ja, wir waren wie gesagt im Steinbruch, haben einen Rollout gemacht. Heißt, wir haben geschaut, wie funktioniert das Fahrzeug, wie lässt er sich fahren, aber wie funktionieren eben auch die Stützen. Geht es überhaupt im Gelände? Und eins kann ich euch sagen, das geht richtig gut. Aufgrund der extrem langen Zylinder. Ja? Weil stellt euch vor, die Zylinder wären jetzt, sage ich mal, klassische Größe, dann hast du keine Chance bei so einem Kastenwagen, der noch höher gelegt ist. Aber da muss ich euch eins sagen, überhaupt kein Problem, auch relativ schnell. Ja? Also funktioniert einwandfrei. Und das Beste hier bei uns, bei Power Campers ist, dass wir es ja nicht nur im Steinbruch testen oder hier in der Werkstatt vorstellen, sondern während ihr das Video gerade seht, befinden wir uns mit exakt diesem Fahrzeug in Saudi-Arabien bei der Rallye Dakar Classic, weil wir als Service- und Mediafahrzeug die Firma Delta, das ist im Übrigen der Felgen- und Fahrwerkhersteller, bei der Rallye Dakar begleiten. Die fahren da mit einem Rennwagen mit und wir fahren hinterher, um die dann entsprechend zu supporten und eben für euch, für unsere Community da draußen Videos zu machen. Heißt, wenn euch das Thema Hubstützen interessiert, das Thema Wohnmobil, Autarkie, Solar, Lithium-Wechselrichter etc., dann seid ihr eben hier bei uns bei Power Campers genau richtig, weil wir das Ganze für euch nicht nur in der Werkstatt vorstellen, sondern eben auch bei der Rallye Dakar in der Wüste testen werden. Und von dem her am besten jetzt den Kanal abonnieren, ja, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und wenn euch so eine Anlage interessiert, dann könnt ihr auch gerne mal auf unsere Website gehen, www.powercampers.de. Da findet ihr alle Informationen, Bilder und natürlich auch Preise. Ich wiederhole mich aber gerne, speziell diese Anlage ist ein Prototyp, die kann man noch nicht kaufen, aber ich sage es mal so, wenn wir von der Rallye Dakar zurück sind, sollte man die mit hoher Wahrscheinlichkeit bestellen können.